Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, da habe ich hier die Räder gebaut und natürlich auch noch einiges anderes, aber hier mit den Rädern hatte ich dann aufgehört, weil diese doch sehr, sehr zeitintensiv gewesen sind. Sehr spannend zu bauen, sehr interessant auch, wenn sie fertig sind. Heute geht es dann, denke ich mal, an den Rest vom Radlader, so dass ich hoffe, dass wir zum Ende dieses Videos sehen, ob alles funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das ist ja nach wie vor noch die große Frage. Auch seht ihr, stehen hier noch sehr, sehr viele Schüsseln rum. Werden alle Teile da sein? Das ist ja wirklich das Spannendste. Ich hatte es im letzten Video erzählt, dass bis jetzt ein Fehlteil zu verzeichnen war. Also auf über 12.000 Teile ein Fehlteil. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein mächtig guter Schnitt. Ob dieser Schnitt gehalten wird und ob später alles hält, was es verspricht und funktioniert, wie es versprochen wird, das wollen wir uns jetzt endlich anschauen. Also baue ich sofort drauf los. Und jetzt hat es mich endlich erwischt. Ich habe die ganze Zeit drauf gelauert und es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Um die Reifen bzw. um die Räder fertigstellen zu können, fehlen mir schlappe 500 Teile. Es fehlen Gummikonnektoren. Ne, die waren vollständig. Es fehlen Liftarme. Es geht also wirklich in die Hunderte. Jetzt habe ich das hier alles rumstehen und möchte fertig werden. Also habe ich jetzt schnell Bricklink bemüht und der Schaden, naja, in deutsche Währung beziffert sich dann auf gute, was sind es gewesen, knapp 100 €, die jetzt also hier wieder oben drauf kommt. Natürlich kann man immer noch sagen, hey, worüber meckerst du? Du hast hier schon eine verdammt günstige Basis stehen. Richtig, eine verdammt günstige Basis habe ich hier stehen. Aber jeder, der am Bauen ist, der wird das nachvollziehen können. Das ist ärgern, ärgern und nochmals ärgern. Man möchte weiterbauen und jetzt steht es hier, man kommt nicht weiter. Für mich doppelt ärgerlich, hier wird mein Tisch blockiert und man möchte ja auch mal was anderes noch bauen und euch präsentieren. Sei es drum. Ich baue jetzt so, wie es möglich ist. Ich habe alles bei deutschen Händlern bestellt. Das heißt, ich rechne, dass es zügig bei mir ankommt. Das wissen wir ja aus Erfahrung. 1, 2 Tage hat man die Sachen zum Glück dann auch schon
daheim liegen. Wie gesagt, ich baue jetzt hier so weit wie es geht. Könnte jetzt also ein bisschen lustig aussehen, was dann hier so entsteht. Hauptsache, es geht jetzt erstmal weiter, denn ich möchte ja das Gesamtergebnis vor mir stehen haben. Und naja, mit dem Händler muss ich gucken, wie ich mir da jetzt einig werde. Ich werde ihm das natürlich schicken und werde ihm mal erzählen, dass ich auf eine Ersatzteillieferung keinen Wert lege, weil ich möchte jetzt hier nicht 4 Wochen lang auf irgendwelche Teile warten, die ich dann schon habe. Mal schauen, wie er mir da entgegenkommt, aber entsinnt euch an das erste Video. Das war schon alles problematisch genug mit dem Händler. Also auf meiner Favoritenliste steht der definitiv nicht mehr. Und wenn ich jetzt 3 Räume weiter überlege, da liegt Notre Dame, auch von dem Händler. Ich bin dort aktuell am Zählen, also da gehe ich dieses Abenteuer erst bauen und dann überraschen lassen. Das Abenteuer gehe ich da definitiv nicht ein und deswegen wird dort im Vorfeld gezählt. Naja, ich bin gespannt, was da noch zusammenkommt. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema, da gehen wir dann drauf ein, wenn es soweit ist. Heute ist Radlader angesagt und mit dem werde ich jetzt mal weitermachen.
viele Stunden, Gottes Willen, viele Stunden später, es fällt alles ab hier. Ich habe keinen Platz, mich hier zu bewegen. Nein, ich fällt nicht alles ab, ich schiebe hier alles durch die Gegend. Nochmal. Also viele Stunden später, da steht er. Bis hierhin eine riesige Geschichte. Auf eurer Seite sieht er sogar fertig aus, auf meiner Seite noch nicht. Warum bin ich jetzt schon hier und freue mich kein Kuchen, sondern habe hier schon wieder den Deckel liegen. Die erste Ernüchterung hat sich breit gemacht. Nachdem ich mit dem Bau soweit fertig war, ich warte ja noch auf Ersatzteile. Bis hierhin sind sie immer noch nicht angekommen. Also selbst der Bricklink-Händler in Deutschland schafft es nicht innerhalb einer Woche, völlig überteuerte Gummikonnektoren zu schicken. Aber das mal nur am Rande. Die ersten Funktionstests wollte ich schon mal machen, die Buvis soweit programmieren, damit ich weiß, was wo zu finden ist. Da gingen die Probleme schon los. Fahren war da, Lenken funktionierte. Aber hier vorne, da bewegt sich überhaupt nichts. Mit dem Designer nochmal hin und her geschrieben und wir sind uns dann letzten Endes beide übereingekommen, die China-Pumpe schafft es einfach nicht. Ich habe das komplette System abgedrückt, jeden einzelnen Zylinder getestet, ob der funktioniert. Hier liegt sogar noch einer. Die Pumpen werden es anscheinend nicht schaffen. Hier sind 2 Pumpen drin, gewohnte China-Qualität, muss man so sagen. Ich werde das hier alles jetzt nochmal rausrupfen und die Pumpen gegen originale Lego-Pumpen austauschen. Diese werden allerdings ein bisschen auf sich warten lassen, weil sie nicht aus Deutschland kommen, weil hier in Deutschland, naja, also bis zu 34 € für so eine Pumpe ist da nichts gewesen. Im Ausland gibt es die zum Glück etwas günstiger. Ist mal so als Randerscheinung, also diese Bricklink-Apotheke, das ist schon gigantisch, was da teilweise an Preise aufgerufen wird. Und wenn man dann mal freundlich nachfragt, ich kriege diese Pumpe woanders für 8 €, warum nimmst du dafür 34 €? Naja, dann kriegt man eine pappige Antwort. Unsere Preise sind festgesetzt. Dann sollen sie glücklich werden damit. Also wer für 34 € noch eine Pneumatikpumpe kauft, Freunde, es tut mir leid, aber der hat sie echt nicht alle. Lasst die Dinger bei den Händlern liegen. Da sollen sie irgendwann mal zum Frühstück essen. Da wissen sie wenigstens, was sie auf dem Teller liegen haben. Ich mache für heute Schluss in diesem Video. Ich habe hier unzählige Schüsseln rumstehen, das könnt ihr sehen. Das meiste davon brauche ich zum Glück nicht mehr. Ich habe es also wirklich fast geschafft und verzeiht mir, wenn ich hier jetzt nicht voller Euphorie und alles euch erkläre und zeige und tue und mache. Das bringt es mal gerade nicht, weil ja noch etliches fehlt. Es wird also noch ein Video geben. Hurra, freut euch drauf. Ich finde es wunderbar. Nee, Spaß beiseite. Also wunderbar finde ich es natürlich nicht. Ich stelle das Ganze jetzt hier erst einmal in die Ecke, so schön wie er ist. Und ich will ihn doch endlich mal testen, weil ich hier wirklich guter Dinge bin, dass vom Fahren und so diesmal die Motoren echt alles bringen. Und ich hoffe inständig, dass es hier wirklich nur an den Pumpen liegt, weil, wie gesagt, das meiste an Hydraulik ist hier drin schon Lego. Abwarten. Schlimm wäre es natürlich jetzt unterm Strich, ich baue die beiden Pumpen ein, diese sind es auch nicht, sondern irgendwo einfach nur ein Stück kaputter Schlauch. Das wäre natürlich der Obergau, aber das kriege ich dann erst raus, wenn es soweit ist. Also, wie gesagt, ich habe das hier alles durchgetestet und die Funktionen sind alle da, aber hier vorne bewegt sich einfach nichts. Aber der Johann war so nett und hat mir wirklich nochmal, er hat auch seinen Radlader zerlegt, nur um mir zu zeigen, dass sein Video nicht getürkt ist, dass das wirklich alles funktioniert. Dann wird es ja wohl auch hier irgendwann funktionieren. Und so lange, da kann ich bis heute nur sagen, danke, dass ihr euch hier, naja, vielleicht jetzt sogar durchgequält, weil ihr alle gehofft habt, heute kommt das gute Ende. Leider nein. Und das Schöne ist, wir haben draußen viel Schnee liegen. Man hätte also wirklich einen absoluten Stresstest mit dem Ganzen hier machen können. Sei es drum, gibt es leider nicht. Ich räume jetzt erstmal meinen Tisch leer. Viele andere schöne Dinge wollen gebaut werden. Vielen Dank, dass ihr mir heute zugeschaut habt, dass ihr eure Zeit geopfert habt. Hat es euch gefallen? Wisst ihr, Daumen hoch oder den Daumen runter. Wenn nicht, habt ihr noch kein Abo? Dürft ihr das natürlich auch gerne machen. Freue ich mich immer drüber. Und was mich besonders freut, wenn wir uns bei meinem nächsten Video gesund wiedersehen. Schönen Tag euch noch.